Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges über diese Bezirke erfahren und wir sind noch immer auf der Suche nach Schwester Dorothy, die ja ein bisschen abgehauen ist und irgendwie haben halt alle Dreck am Stecken und das ist richtig komisch. Also da hat jetzt auch der Vater auf den Sohn geschossen, weil er behauptet hat, er hat die Medizin geklaut und das alles aufgrund einer Migräne. Aber wir sind hier weiter auf der Suche nach Darius Brescu. Wer ist denn das hier? Mädchen? Alles gut? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Scharlatane, die, oh Mann, alle nutzen halt irgendwie die Not der Menschen aus, ne? Ach, come on. Irgendwelche interessanten Personen hier in der Gegend gewesen? Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Eine Floristin, die ihre Blumen verschenkt? Komisch. Kennst du irgendwelche Leute, denen ich aus dem Weg gehen sollte? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Ja, du machst das definitiv nicht, ne? Indem du so ein Wundermittel verkaufst. Wie geht es denn den Anwohnern hier? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Ja, das nutzt du natürlich aus. Verzweiflung. Okay, da fehlen uns die Hinweise. Ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Kennst du sie zufälligerweise? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Das, was du machst, ist definitiv kein Betrug. Aber zeig mal, was du hast. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Okay, einfach so normale Mittel, die wir halt auch überall finden, ne? Für uns nichts Interessantes dabei. Ach Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viele Scharlatane hier, die ein Wundermittel versprechen, ne? Ja. In der Öffentlichkeit nicht husten, ja, das kennen wir ja schon. Oh, ein Mülleimer. Oh, 2 Federn, sehr schön. Darius Brescu. Bitrescu. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Okay, wir müssen ihn stalken. Er hat Bronchitis, okay. Finde Hinweise darauf, was Darius Bedrescu im Schilde führt. So, warte mal, wir müssten ihn... Okay, das sehen wir leider nix. Kommen wir aber hier durch? Vermutlich nicht.
ist halt alles so trostlos hier, ne? Weil keine Menschen auf der Straße sind und alles Mögliche. Ist halt doch eine Pandemie hier. Oh, da ist Mülleimer. Da nehmen wir natürlich... Oh, Federn. 4 Stück. Nice. Untersuche die Taten des Bürgers. Ja, aber... It's locked, all right. Ja, aber wie kann ich die Taten untersuchen? Er lässt uns ja nicht hinein. Können wir uns da irgendwo hochporten? Ich würde mir ja sonst auf dem Balkon hier hochporten, aber das geht nicht. Von hier kommen wir auch nicht rüber. Hä? Haben wir sonst irgendwo den Balkon? Da können wir ja auch nicht durch, ne? Müssen wir sonst außen rum? Da muss es ja einen Weg hingeben. Ja, und dann suchen wir halt weiter Mülleimer. Warte mal, war da oben was? Ja, aber... Hä? Ja, da ist der eine Scharlatan. Nimm. Wenn ich jetzt nochmal an die Tür rangehe. Klopft einfach nochmal, okay. Nobody at home. Und da komme ich auch I nicht durch. cannot enter. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, okay, aber... Ach, lauschen. Okay, oh, ups. Hier an der Tür. Oh, warte mal, da hinten. Ah, okay. Okay. Oh, die kennen wir doch. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ist auch super unauffällig, wenn wir jetzt hier am Tor dran stehen. Der hat uns definitiv nicht gesehen. Wie wir hier warten und ihnen einfach zuhören und lauschen, ne? Finde die Anwohner von Whitechapel. Finde Richard Nethercott und finde Clayton Darby. Okay. Aber die haben hier so eine Art Krankenstation. Auch so viele unbekannte Leute. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Okay. Ihr leben in London. Wie läuft denn das Geschäft so, mein Freund? How is business around here? Business? I have no business.
Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joey Patterson, oh, so viele Leute, ne, und die Beziehungen und, ne, Alter. Etwas Ungewöhnliches bemerkt. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Okay, die Gewalt nimmt zu. Naja, okay, wenn die Verzweiflung und alles steigt, ne, dann wird auch die Gewaltbereitschaft, glaube ich, ein bisschen nach oben gehen. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Okay, no, oh, Alter, noch untersuchen, oh Mann. No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Okay, weitere Hinweise. Oh, Alter. Und das in allen Bezirken. Oh Mann, 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 Mann. Fragen wir mal nach Dorothy Crane. Vielleicht kennt er sie. Wir wissen ja schon, wo sie ist und was sie macht, ne? Aber fragen wir trotzdem mal. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Ja, diese gottverdammten Ausländer, ne? Das geht ja mal gar nicht. Sie ist eine gute Schwester. Ha. Klar, beschuldigen Sie die Migranten. Yes. Those bloody immigrants should know their place, eh? How dare they do a better job than the lazy natives of this land? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Oha. Dorothy verteilt kostenlos Medizin, also ist sie eigentlich eine gute. Dorothy. Oh, Whitechapel, na, da ist wirklich bedenklich, der ganze Bezirk. Migräne, Erschöpfung, Bronchitis. Oh Mann, den Leuten geht's hier echt nicht gut, ne? Also, warte mal, die Docs, da ist auch nicht gut. Nur in Pembroke Hospital, ja, weil hier auch das Spital ist, ne? Und das ist auch noch ein unbekannter Bezirk. Hier ist alles relativ gut, ne? Dem können wir noch die Medizin geben gegen Erschöpfung, dem Clay Cox, dem Bösewicht, diesem Gangsterboss. Und es gibt auch noch eine Person, die wir gar nicht kennen. Und für den brauchen wir Kopfschmerz, aber Kopfschmerzmittel haben wir noch nicht. Haben wir noch persönliche Fragen? Nee. London haben wir auch nichts mehr. Alles klar. Goodbye for now, Mr. Lewis. Wer ist das hier? Joe Patterson. Da oben. Noch unbekannt. Reden wir mit Joe. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Alles super freundlich hier, ne? Was machen Sie denn hier, May I ne? ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Ich bin mal höflich weiterhin. Physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you?
I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Drangsalieren Sie gerne Leute? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Okay, okay. Ja, sie hätten sich weigern können, ist leicht zu sagen, ne, weil wenn er sonst keine Arbeit findet, ne, Überleben ist ein Naturgesetz. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Okay, okay. Fragen wir auch mal nach Dorothy Crane. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Aber warum macht sie das heimlich, ne? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber der war anscheinend... Warte mal. Wollen wir mit dem noch mal reden? Ich würde ihn gerne noch mal fragen, ob... Ja, mit der neuen Info, ne? Genau, war Joe ein Freund von Ihnen? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. Okay, wow. Okay, wow, das war jetzt sehr, sehr viel und sehr hilfreich. Danke für die Auskunft. Man sieht sich. Oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich schon. So, wen haben wir hier? Zwei Unbekannte. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Das ist der eine, den wir suchen. Fragen wir den mal nach London aus. Was tun Sie eigentlich nach Sonnenuntergang hier? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Interessiert sich das Volk dafür? That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Okay, und Sie riskieren Ihr Leben für die Wahrheit? So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Ja, sehr ehrenvoll. Auf den ersten Blick. Keine Zeitung berichtet über die Epidemie. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ja, es macht schon Sinn, ne? Es ist echt logisch, ne? Aber es ist eine Schande. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Ja, also ist schon verständlich, ne? Also wenn alles den Bach runtergeht, Krieg herrscht und alles Mögliche, da ist es halt besser, dass man, ja, Ruhe bewahrt. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever.
Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Es ist nicht bloß eine Epidemie. Es gibt eine rationale Erklärung. Mein Rationalismus wurde erschüttert. Das ist immer schwierig. Es gibt eine rationale Erklärung. That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Mhm. Haben wir noch persönliche Fragen? Nee, noch nicht. Fragen wir ihn mal über die geheime Apotheke aus, ne? Weil der scheint Dorothy Crane ja zu kennen. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Ich interessiere eine Schwester ist in Machenschaften verwickelt. Nee. Ich würde da nicht zu viel ausplaudern. Ich würde einfach sagen, ich interessiere mich für das Gesundheitswesen hier, ne? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. Sitzt den ganzen Tag allein daheim und spielt Videospiele. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Hat er denn keine Verwandten? He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Okay, also hinter der Kirche. Und er geht nie raus, spielt den ganzen Tag Videospiele. Ist das denn überhaupt gesund? He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Vielleicht hat er sich doch einfach nur anders überlegt. Okay. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Aber er konnte uns mal weiterhelfen. Finde den Briefkasten und den Brief, okay. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. What the fuck, ne? Also, oh, ein Wissenschaftler, da steht es sehr schlecht um Sie. Glauben Sie doch einfach die Krankheiten weg, ne? Alles einfach wegbeten. Das hilft am besten. Es steht schlecht um mich, weil ich die Krankheiten heile und sie nicht wegbete, oder wie? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Ich höre. Ich habe keinen Bock mit ihm zu reden, ehrlich nicht. Oh, Mann. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Ja, und was ist dieser Plan, dieser Höllengeburten? Really? And what would be your answer to this biblical threat?
We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Wie genau werden sie diese Stadt reinigen? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Ja, der wird alles anzünden, der Typ, ne? Doch wo ziehen Sie die Grenze, ne? Wir leben im 20. Jahrhundert. Ja, doch, wo ziehen Sie die Grenze? Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Das ist ein kompletter Psycho, der will alles niederbrennen und alle Leute umbringen. Aber wie meinst du, dass es schlecht um mich steht? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists Achso, das kennen wir ja schon. in a world of causes and consequences. And Ja. most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask Ja, me. kann ich da... But what do I know? Hallo? But you are see. So, warte mal. Ach, komm mal, ich glaube nur an Fakten. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Das ist halt echt ein Psycho, der Typ. Den können wir auch, ne? Den können wir eigentlich auch mal aussaugen. Ich hoffe, wir nehmen nur dann keine Eigenschaften von ihm an. Also es wäre halt so der Worst-Case-Szenario. Sind Ihnen denn Verwandte geblieben oder haben Sie die auch angezündet in Ihrem Glaubenswahn? Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Ja, er hat also einen Schüler. Ah, Mann, noch so ein Psycho. Sie haben ihn zum Predigen durch die Stadt geschickt? You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Oh, ja, okay. Er betet die Krankheit auch einfach weg, ne? Wohin haben Sie ihn denn geschickt? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Ja, wenn er am Friedhof ist, dann ist er eh schon mal gut platziert. Weil wenn er umkippt, dann hat das nicht mehr weit zum Loch. So, haben wir noch irgendwas? London, da haben wir ja alles. Fragen wir mal nach Dorothy, ne? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Oh, weshalb hassen Sie Schwester Dorothy? Weil sie den Leuten hilft, anstatt sie anzuzünden? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Okay, okay. Ja, sie, eine Frau, eine politisch engagierte Frau, ne, die auch noch Menschen hilft und sie nicht einfach anzündet. Ey, wo kommen wir da hin? Ey, das ist doch nicht das 20. Jahrhundert, in dem ich leben will. Ach, oder mögen Sie allgemein keine Krankenschwestern? So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work?
But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Oh, Alter, den werden wir sowas von killen, ne? Aber erstmal so viel wie möglich über ihn herausfinden, ne? 3550 aktuell, also wir müssen halt auf Stufe 5 kommen. Aber den werden wir sowas von killen. Ach, Tobias, genieße deine restlichen Tage. Deine Stunden sind gezählt. So, warte mal, Briefkasten, wo haben wir denn den? Ich finde den Briefkasten ja jetzt, beides hier. Einfach links herum, sowohl Briefkasten als auch der gute Anwohner. Oh, hi, wer bist denn du? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Die Aussage ist gut, ne? Also die Aussage, ich werde normalerweise dafür bezahlt, meinen Mund zu öffnen. Das ist echt, das ist gut. Das ist gut. Erzählen Sie mir mal über Ihre Gesundheit. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Ja, also ich glaube, das ist das geringste Problem, dass Christina die Leute nur mit Influenza ansteckt, ne? Was ist mit der Gesundheit ihrer Kunden, hm? You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Ja, ist auch wieder wahr. Aber echt rücksichtslos, ne? Ihre Karriere birgt viele Gesundheitsrisiken. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Ja, sie war jung und brauchte das Geld. Über Clayton Darbys Untersuchung. Oh. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Warum denn so skeptisch? Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Ja, sprechen Sie da aus Erfahrung? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Ja, also kann man noch persönlich fragen? Oh, erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ich verurteile sie nicht, ne? I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Ja, das werden wir, über die gibt es einiges zum Herausfinden, ne?
Aber sie ist nur erschöpft. Also, sie ist echt nur erschöpft. Persönlich haben wir ja sonst nichts mehr. Ja, fragen wir sie halt nochmal kurz nach Dorothy. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Außer die Geistlichen, ne? Goodbye, Miss. Take care. Aber wir wissen jetzt ihren wahren Nachnamen, aber ich weiß, warum sie ihn hier zu Crane geändert hat, weil ich könnte ihn jetzt auch nicht nochmal aussprechen. Okay, Influenza, Pneumonia, ja, Lungenentzündung, what? War die nicht gerade da drüben? Would you like me to revive you? Alles klar. Christina? Günstig und sauber, das wage ich zu bezweifeln, ne, die werte Christina. Aber die Sprüche von ihr sind super. Hat angefangen mit, normalerweise werde ich dafür bezahlt, mir den Mund aufzumachen. Die Sprüche von ihr sind schon super, aber ich gehe mal ein bisschen auf die Seite, weil sonst kann ich nicht aus der Folge raus, ne? Weil sonst muss ich halt da immer, wo ist sie denn jetzt hin? Auf einmal ist sie wieder weg. Oh Mann, und dieser Geist hier, aber man erfährt halt so viel, also ja, es ist halt relativ viel Gelaber hier, aber man erfährt so viel über die Leute, über die Stadt und alles mögliche und erfährt Geheimnisse über die und ich finde das irgendwie super spannend, wie das Ganze verstrickt ist, ne? Aber auf alle Fälle, wir überziehen jede Folge, ne? Die halbe Stunde haben wir, glaube ich, noch nie hinbekommen. Ne, einmal haben wir es hinbekommen, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, welche Folge. Aber auf alle Fälle in der nächsten Folge müssen wir mal den Brief suchen und Richard Nethercott. Vielleicht kriegen wir endlich mal was über die Erpressung von dieser werten Vampir-Lady raus. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.